Hallo zusammen, in diesem Video werde ich einen Überblick über die Scania AirLounge Diagnosegeräte geben. Es gibt zwei kleinere Modelle. Das erste Modell heißt Creator 3.01, das zweite Modell ist der Creator 319. Im Allgemeinen sind die Funktionen dieselben, sie sind identisch. Der Unterschied liegt leicht in der Gehäuseform. Hier ist das Gehäuse so gerade gefertigt, hier ist das Gehäuse leicht abgerundet, die Seitenwände, aber ansonsten sind sie völlig identisch. Die Platinen sind hier gleich, die Menüs sind völlig identisch und die Funktionen sind gleich. Der einzige Unterschied zwischen ihnen ist, dass beim Creator 3.1. Ich zeige es jetzt. Ich öffne es. Im Lieferumfang ist ein Mini-USB-Kabel und ein Mini-USB-Anschluss enthalten für die Firmware-Aktualisierung des Scania. Aber wie man die Firmware aktualisiert, hat niemand gesehen und wo man die Firmware herbekommt, weiß ich auch nicht. Es gibt keinerlei Informationen dazu. Und ob das überhaupt notwendig ist, ist unklar, denn alle Funktionen, die in diesem Scania implementiert sind, sind vorhanden. Und ich glaube, es wird kaum möglich sein, hier noch etwas hinzuzufügen, selbst mit einem Firmware-Update. Bei diesem Scania gibt es keinen Mini-USB-Anschluss. Das heißt, unten ist es einfach verschlossen. Und dieses Kabel ist auch nicht im Lieferumfang enthalten. Jetzt werden wir es anschließen, testen und sehen, wie es funktioniert. Nein, von diesen kann man im Prinzip eines zeigen. Sie funktionieren identisch und gleich. Der Scania selbst besteht aus einem Block. Er hat ein Display, Tasten zur Steuerung, ein Kabel und einen OBD2-Anschluss. Hier ist er. Das wird in den Diagnoseanschluss gesteckt. Normalerweise befindet er sich entweder irgendwo unter dem Lenkrad oder in der Mittelkonsole. Aber in verschiedenen Autos ist das unterschiedlich. Der Scania wird über das Bordnetz des Fahrzeugs mit Strom versorgt. Das heißt, Sie stecken den Stecker ein und er wird von dort aus mit Strom versorgt. Ich werde ihn jetzt anschließen und demonstrieren, wie er funktioniert. Zur Demonstration simuliere ich einen Defekt. Ich werde den Luftmassenmesser abklemmen. Hier ist sein Stecker. Wir trennen ihn und sehen, ob er diesen Fehler anzeigt. Ich habe das Auto gestartet. Die Motorkontrollleuchte ging an, das heißt, ein Fehler ist aufgetreten. Die Drehzahlen begannen leicht zu schwanken. Ohne Sensor läuft der Motor schlechter. Hier ist Scania verbunden, hier ist sein Menü. Hier bei Scania kann man in den Einstellungen die russische Sprache einstellen. Wir gehen zu den Einstellungen und zur Sprachauswahl. Das ist die allererste Funktion. Das heißt, wir wählen die russische Sprache und verschiedene andere. Das heißt, es ist mehrsprachig, wir wählen Russisch und wir gehen zurück. Das heißt, das Menü wird jetzt auf Russisch sein. Hier ist das Hauptmenü. Der erste Punkt ist, das Fahrzeug zu diagnostizieren. Wir drücken OK. Scania verbindet sich mit dem Motorsteuergerät. Die Verbindung über den CAN-Bus war erfolgreich. Und jetzt wird es diese Informationen lesen. Und wir werden sehen, wie unser Fehler aufgetaucht ist. Es wurden zwei Fehler gefunden. Und hier können wir die Fehlercodes auslesen. Sehen Sie, welche Fehler. Die Informationen werden geladen. Der erste Fehler ist P0102, niedriger Wert des Luftmassenmessers. Da er abgeklemmt ist, gibt er keinen Wert. Der zweite Fehler ist P03, Temperatursensor. Er befindet sich im Luftmassenmesser. Deshalb zeigt der Temperatursensor ebenfalls eine Störung an. Wir drücken wieder auf Zurück. Der zweite Punkt ist das Löschen der Fehlercodes. Wir drücken OK. Da der Fehler permanent ist, leuchtete die Motorkontrollleuchte erneut auf, weil wir den Sensor nicht wieder angeschlossen haben. Und diese Fehler sind bei uns erneut aufgetaucht. Wir kehren zum Menü zurück. Bereitschaft sind dort Systemanzeigen, aber in meinem Fahrzeug wird es nicht unterstützt. Dort wird nichts angezeigt. Als nächstes, hier werden wir die Systemwerte haben. Wir können durch Motorlast, Motordrehzahl, Temperaturen, Kraftstoff blättern. Die Ansaugluft zeigt -40 an. Da dies die Mindesttemperatur ist, ist der Sensor deaktiviert, der MAF-Sensor und andere Parameter. Die Sensoren befinden sich am Motor, man kann sie sich ansehen. Die Werte der Lambda-Sonde. Der Barometer. Im Allgemeinen können wir uns das alles ansehen. Als nächstes gehen wir zurück ins Menü. Dasselbe. Das sind die Sensorwerte. Es erfasst nur all diese Sensoren, alle Eigenschaften. Die Daten sind im Video gespeichert. Hier sind sie. In dem Moment, als wir drückten, wurden sie gespeichert. Als nächstes der Sensortest, wie auch mit der Lambda-Sonde, aber mein Auto selbst unterstützt diesen Test nicht. Daher ist es nicht möglich, die Lambda-Sensoren im Auto mit diesem Scanner zu diagnostizieren. Ebenso die Onboard-Diagnose. Und ich habe auch keinen Test für Steuerungssysteme. Auch das ist nicht verfügbar. Das heißt, bei anderen Autos, wenn diese Funktion unterstützt wird, kann man es überprüfen. Aber bei mir ist es zum Beispiel nicht möglich, dies anzuschließen. Wir gehen zurück. Hier ist die Fehlersuche. Das ist die Entschlüsselung von Codes, von Fehlern.
Das heißt, Sie geben einen Fehlercode ein. Wenn Sie zum Beispiel nachsehen, welcher Fehler bekannt ist. Ein Freund hat angerufen und mich gefragt, da ist ein solcher Fehler. Schau, was das bedeutet. Dann geben wir den Code ein. Und hier wird die Entschlüsselung auf Russisch sein, dieses Fehlers. In den Einstellungen können wir die Sprache ändern. So funktioniert dieses Scannermodell. Das ist der Credera 311. Der 319 funktioniert ähnlich. Im nächsten Video werde ich über ernsthaftere Scanner sprechen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.